damit herzlich willkommen zu einem weiteren KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Und zwar heute kein Free-for-All, sondern ein Teamkampf mit 2 vs 2, wie ihr es hier schon sehen könnt. Und zwar kämpfen heute Gut gegen Böse, das heißt in dem Falle der König Ludwig mit dem Saladin gegen den Inquisitor und dem Wolf. Ich weiß, Wolf hatte jetzt schon die letzten Videos oder das letzte Video gegen Safar und Nordian gekämpft. Hat er auch gewonnen, aber gut, der will ja immer kämpfen, na, ist klar. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Und dann würde ich nicht so lang schnacken. Wir gehen sofort rein mit 4000 Gold auf der Map vom Lord Hühnerfutter. Also, na, vielen Dank dafür. Und wir sehen uns in-game wieder. So, das ist jetzt der König Ludwig mit seiner Burg 2. Die Burg 2 hat ursprünglich mal der Crusader Pillar für mich erstellt, wo es noch gar keine 8 Burgen gab, sondern nur die allererste Burg. Und deswegen ist die jetzt auch sehr symmetrisch. Ich würde die trotzdem drin lassen, so als kleines Andenken, auch mit an die erste Burg quasi, weil die auch sehr symmetrisch war und weil es halt einfach Crusader Pilaf gebaut hat und mir dadurch sehr geholfen hatte oder zumindest Inspiration gebracht hatte. Und ja, deswegen würde ich das halt so lassen, und wenn mir das halt irgendwann gar nicht gefällt oder wenn ihr da sagt, nee, bau mal da noch irgendwie was anderes draus, weil das halt so symmetrisch ist oder weil, keine Ahnung, was euch da in den Kopf kommen sollte, dann kann ich die ja immer noch umbauen. Ne? Das läuft ja nicht weg und ja, genau. Ja, Burg 2 ist natürlich schwächer als, denke ich, alle anderen. Beziehungsweise gehört einer mit zu den schwächsten Burgen. Ich gehe dann gleich mal drauf ein, wenn er hier voll aufgebaut ist. Er hat auf jeden Fall schon die ganzen Sachen, die er halt ja immer braucht. Zum Beispiel jetzt die 3 Waffenkammern oder hier dieses Torhaus. Da stand ja davor noch so ein zweites als Doppeltorhaus quasi. Und das habe ich jetzt weggemacht und durch eine Zugbrücke ergänzt, weil das halt einfach dann besser ausschaut, ne? Genau. Ansonsten, ja, ist die Burg halt gleich wie jede andere. Ich weiß gar nicht, ob er hier vollen positiven Angstfaktor hat oder nicht. Aber das werden wir ja sehen, wenn es soweit ist. Ne? Auf jeden Fall passt es ganz gut zusammen mit dem Safar, wollte ich gerade sagen. Aber mit dem Saladin. Und deswegen schauen wir einfach mal, wie die sich hier schlagen. Ich habe das Spiel vorher nicht getestet, also wenn jetzt hier irgendwas schief läuft, dann, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann ist es doof, aber dann ist es halt so. Und ich hoffe, der kriegt sich hier ordentlich aufgebaut. Der baut eine echt große Burg. Hier ist noch ein bisschen Platz. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht mehr allzu viel dazu. Baut wieder seine Burg mit dem zweiten Ring hier quasi. Kommen Raids raus vom... Oder nee, das sind Sorties, ne? Das sind Sorties vom Wolf. Ansonsten denke ich, dass hier Team Gut quasi ein bisschen die Nase vorn hat. Einfach wegen der Truppenqualität. Und hier arabische Schwertkämpfer sind natürlich dann, das ist natürlich auch hervorragend gebaut hier. Also hier dieser Laufweg von dem Steinträger, Heini, Ochsenführer, wie auch immer, ist natürlich hervorragend. Ja, genau, ne? Also europäische Schwertkämpfer mit vollem positiven Angstfaktor sind natürlich dann schon eine andere Ansage als negative
Angstfaktor Schwertkämpfer Dudes. Und Wolf geht hier sogar auf den König Ludwig. Beide gehen ja auf den König Ludwig. Denn beide gehen ja auf Closest. Wackelig wie ein Gartenhaus. Nicht auf Closest, sondern auf Balanced. Die beiden. Obwohl jetzt hier... Er hat zwar seine Belagerungszelte hier drüben aufgebaut. Aber... Er hat sich dann nochmal umentschieden und geht jetzt doch auf den Saladin. Und hier der Belagerungsturm kann schon ganz gut anlegen. Ich hoffe denn, hier kommen noch ein paar Punkte für den positiven Angstfaktor hinzu. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet, wie viel der dann braucht, um den positiven Angstfaktor voll auszuschöpfen. Er hat jetzt nämlich nur einen Punkt. Und er ist er denn schon ausgebaut? Die Kirche steht, ich glaube schon. Ja gut, dann hat er halt nur einen. Aber ist ja nicht so schlimm, weil die haben ja hier, der hat zwar auch nur einen, aber er hat zwar hier komplett negativen Angstfaktor oder so. Und weiß nicht, ob hier noch ein paar mehr dazukommen. Hier hinten fehlt, glaube ich, noch was. Aber gut. Wir schauen uns erstmal so ein bisschen die Burg an, ja, was denn hier Crusader Pilaf sich ausgedacht hatte. Er hat hier zwei große Türme mit zwei Mangen obendrauf, dann ein frontales großes Torhaus mit Zugbrücke, das geschützt wird von einer ordentlichen Anzahl an kleinen Türmen, aber trotzdem mit relativ vielen... Ah ne, siehst du, es kommt noch mehr. Alles da. Hab nichts gesagt. Mit ordentlich Armbrustschützen. Links und rechts dann jeweils ein Tower 3 und hier hinten noch ein ummauerter Tower 1. Diese Ärmchen hier quasi ist sehr weit vorgezogen. Der rechte Arm hat hier noch einen Tower 2 mit ein paar Bogenschützen oben drauf, die jetzt aber nicht so viel ausrichten, vor allem nicht gegen den Inquisitor. Und der linke Arm hat auch Bogenschützen, aber kein Turm. Und es ist hier ein niedriger Wall. Der König Ludwig kommt jetzt hier raus. Und ja, hier vorne noch so ein bisschen, was ich sehr schön finde hier mit dem niedrigen Wall. Also finde ich echt sehr, sehr hübsch. Und ja, ansonsten ist halt symmetrisch die Burg. Hier hinten noch diese kleinen, ja, wie nennt man das? Diese kleinen Bollwerke. Ne, nennt man das Bollwerke? Ich weiß es gerade gar nicht. Diese Beulen halt hinten dran, ne? Hier kommen gerade, das waren gerade, glaube ich, Sorties oder Raids. Die Keulenschwinger. Und ja, der Vorteil ist, der Inquisitor hat hier nicht so die Verteidigungsgeräte, nämlich nur eine einzige Balliste. So. Jetzt rücken die ja mal vor, dafür hat er Feuer. En masse. Aber gut. Saladin lässt noch auf sich warten. Ich hoffe, das passt wegen der Entfernung. Nicht, dass sich hier Saladin komplett aufhängt. So, und dann mit +2 Angstfaktor, gerade mal. Da werde ich wahrscheinlich noch ein paar positive Angstfaktor-Gebäude hier reinsetzen, damit das voll dann wird gegen 4-fachen negativen Angstfaktor. Es geht ja, glaube ich, bis maximal -5. Ja, aber trotzdem sind es dann noch ein bisschen viele Verteidiger und somit auch ein bisschen weniger oder ein bisschen wenig Angreifer. So, hier kommt Saladin raus, auch mit seinem ersten Angriff. Da brauche ich jetzt nicht runtergehen mit der Geschwindigkeit, denn der sollte jetzt nicht allzu viel machen. Seine Horse Archer sind ja hier schon verbrannt und kommt jetzt hier. Hat der gar keinen positiven Angstfaktor? Ich dachte, der hatte positiven Angstfaktor. Oder wahrscheinlich hat er neutralen und dann im Igel-Faktor, also wenn er sich bedroht fühlt oder so, dann bekommt er seinen positiven Angstfaktor. Na, gut. Dann ist es halt so,
Ich denke, es passt trotzdem, weil es gibt jetzt keine andere KI, die positiven Angstfaktor hat. Der Bär hatte ja auch keinen. Und ich wollte das hier mit 2 Vanilla-KIs spielen. Deswegen, ja, passt es, denke ich, jetzt einfach mal. Ja, ich lasse es jetzt auch so. Und Saladin passt, denke ich, auch ganz gut zum König Ludwig. Die ergänzen sich, denke ich, so ein bisschen. Er hat halt hier die starken Infanteristen. Er hat die starken Fernkämpfer, also die Horse Archer, die die ganze Burg räumen können. Gehen zwar nie auf ein und denselben Gegner, weil ja beide auf Closest stehen. Aber wenn hier König Ludwig den Inquisitor wegmachen kann, dann ja, ist es natürlich dann extrem schwierig für den Wolf. Aber ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, denke ich. Der Angriff hier vom Inquisitor macht auch nichts mehr. Weiß gar nicht, ob das hier so cool ist, denn der König Ludwig hat hier eine ganz gute Map-Kontrolle über seinen Berg hier. Dadurch er ja hier, Alter. Das sind hier, das sind Sortis, dann sind das Buddelbogenschützen oder Buddeltruppen sozusagen. Und ja, aber hier die ganzen Arbeiter vom Inquisitor werden schon ordentlich weggeschossen. Und er hat, denke ich, auch ein bisschen Probleme, die Schwertkämpfer hier auszubilden. Ich guck jetzt mal, hat er hier noch Eisen? Er hat noch Eisen, aber er kriegt sehr wenig Eisen rein. Ja gut, die ganzen Eisentypen hier kommen zwar ein paar manchmal durch, aber die meisten werden, glaube ich, weggeschossen. Vor allem mit den Sorti-Bogenschützen hier. Also da ist natürlich der König Ludwig sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Hier kommt der Saladin wieder raus zu seinem nächsten Angriff und gleichzeitig der gute Wolf. Gibt es also so ein kleines Ackermatch. Wolf hier mit negativen Angstfaktor, aber die arabischen Schwertkämpfer lassen sich hier ein bisschen abschießen von den Verteidigern vom Wolfi, ja. Aber das sollte jetzt auch nicht mehr so viele sein, vor allem weil die Mange hier ordentlich reinmatscht und hier stehen ja noch mehr Turmgeräte rum und auch noch ein paar Ballisten. Jetzt schießt sogar die Mange vom König Ludwig hier mit drauf. Oder steht hier irgendwie ein Gebäude? Nee. Er schießt auf die Truppen. Was ja natürlich auch gar nicht mal so schlecht ist, ne? Gehen hier ein bisschen hoch mit der Geschwindigkeit, damit es hier ein bisschen schneller geht, weil das Early Game ist ja jetzt nicht ganz so spannend mit solchen dicken KIs. Jetzt kommt hier der König Ludwig wieder raus. Kriegt leider gar keinen Triebwerk aufgebaut. Was natürlich gar nicht mal so gut ist. Dafür 2 Feuerballisten, aber die Feuerballisten machen jetzt nicht allzu viel. Wir gucken mal, wie viele Truppen der... Gut, er hat noch relativ viele Truppen. Aber ja, nicht so eine schöne Truppenqualität wie der König Ludwig hier. Kriegt hier schon ein bisschen was eingehauen, aber da fehlt es halt einfach noch an Nahkampfpower. Trotzdem denke ich, ist es schon, ja, verhältnismäßig okayer Schaden, denke ich mal. Aber ja, na, wenn er hier den Berg hier komplett halten würde, jetzt hat hier so ein bisschen der Inquisitor den Berg für sich erobert, aber hier unten stehen schon ordentlich viele Bogenschützen, die gerade gar nicht treffen, aber gut. Er kriegt hier trotzdem seine Eisen rein. Deswegen schauen wir mal, gehen hier hoch auf die höchste Geschwindigkeit, machen hier das hässliche Overlay aus. Und jetzt kommt der Inquisitor auf den König Ludwig.
Da gehen wir gleich wieder mit der Geschwindigkeit runter. Sind schon ordentlich Truppen. Belagerungsturm hat beim ersten Angriff hier irgendwo angelegt. Ich glaube hier an der Stelle. Aber diesmal will er nicht so wirklich. König Ludwig müsste... Ja, er hat genug Truppen, um das hier, denke ich, abzuwehren. Hier oben passiert noch nichts. Hier kommen Raid-Ritter raus. Und der Wolf geht auch mit auf den König Ludwig. Jetzt ist hier Durchbruch, weil das Torhaus kaputt gemacht worden ist. König Ludwig verliert. Ja, die meisten sind wahrscheinlich Verteidiger wieder. Verliert auch ein paar Angreifer. Ja gut, die kleinen Tore, vor allem das hier geht noch, weil das hier einen Burggraben hat. Aber das hier rechts an der Seite und das hier hinten sind natürlich die größten Schwachstellen bei der Burg. Und jetzt kommt hier noch der Wolf hinterher. Jetzt müsste Saladin ausrücken, um den König Ludwig hier so ein bisschen den Rücken frei zu halten, beziehungsweise um vielleicht den hier Wolf auszukontern. Jetzt ist immer noch nicht offen. Nice. So, meine Freunde, also, wie ihr vielleicht gesehen habt, ist mein Spiel gerade abgestürzt. Das hatte jetzt hier einfach keine Lust mehr weiter zu funktionieren. Ich starte jetzt einfach hier mal rein. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das Spiel bei dem letzten Spielstand quasi abgestürzt ist, bei welcher Jahreszahl, aber es war ungefähr nach dem dritten Angriff vom Wolf und der war gerade hier zu Ende. Deswegen starte ich hier einfach jetzt hier mal wieder rein. Es ist noch nichts entschieden. Die behaken sich hier die ganze Zeit immer noch, ne? Also so wie in dem letzten. Und ja, aber warum das Spiel da abgestürzt ist, gute Frage. Nächste Frage. Ja, habe ich nicht wirklich einen Plan von. Vor allem, weil ja nichts anderes offen ist. Ich dachte jetzt hier irgendwas im Hintergrund läuft noch, aber nee, ist ja nicht. Und deswegen, ja, aber ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder abstürzt. Denn es dauert nämlich schon sehr lang immer hier den Spielstand quasi weiterzuführen, weil die ja sehr lange brauchen, um mal irgendwie was hier hinzukriegen. Und ja, ich würde aber mal hier ein bisschen höher gehen mit der Geschwindigkeit. Vielleicht liegt es auch darum oder daran, dass ich hier zu schnell hochgegangen bin oder so. Oder dass hier gerade ein Angriff gelaufen ist und dadurch zu viele Truppen da sind, obwohl das ja eigentlich nicht passieren dürfte, weil mein PC ist eigentlich gut genug. Jemand hatte mal, glaube ich, gesagt, ich glaube, das war Utwin in einem seiner ja, älteren Videos, dass Stronghold auf die Kerne von einem PC geht und da nicht auf Multi, also hier nicht mehrere Kerne benutzt, sondern nur einen einzigen Kern oder so von einem PC. Also wenn man, keine Ahnung, wenn man jetzt 8 Kerne oder keine Ahnung, irgendwas hat halt, dann benutzt er halt statt 8 nur einen oder so. Weiß ich nicht, ob das ob ich da jetzt richtig liege oder ob ich da jetzt irgendwas Falsches sage. Deswegen stelle ich mal dahinter so ein kleines Fragezeichen und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie Stronghold Crusader oder beziehungsweise allgemein Stronghold hier den PC nützt. Auf jeden Fall glaube ich, geht es mehr. Ach, ich bewege mich da gerade sehr, sehr auf dünnem Eis, weil ich da gerade gar keine Ahnung habe, so richtig, aber mehr auf CPU anstatt GPU oder so. Ach, ich weiß es halt nicht. Na, also schreibt da gerne mal in die Kommentare, was da Sache ist.
Saladin wird hier schon stark eingedrückt vom Wolf. Also, man sieht, denke ich, dass Wolf einfach die stärkste Vanilla-KI ist. Also, ne? Das ist schon heftig. Ach so, was ich noch gar nicht gesagt hatte. Die Bogen von Inquisitor, Wolf und König Ludwig sind die gleichen. Vom Saladin leider nicht. Der hatte ja vor dem Absturz hier so eine Burg, wo die rechts quasi nur durch Wassergraben geschützt ist. Und hier hat er jetzt keinen. Wird hier auch sehr stark in die Mangel vom Wolf genommen. Mal schauen, wie sich das hier noch entwickelt. Saladin hat aber trotzdem immerhin 400 Truppen. Ist sogar auch stärker gewertet als König Ludwig. Das heißt, er müsste keinen Angriff vom Inqui tanken. Der müsste jetzt bald wieder rauskommen. Wolf hat aber auch schon wieder 300 Truppen. Ist noch stärker gewertet hier, der gute Saladin. Ja, also der König Ludwig hier braucht schon lang, um mal rauszukommen mit seinen Angriffen. Aber der Inquisitor geht trotzdem auf Saladin. Ach, spielt er wahrscheinlich auch so... eieiei. Das sind natürlich ordentliche Horse Archer, aber die lassen sich wahrscheinlich hier wieder... Die lassen sich hier ordentlich verbrennen. Es ruckelt hier auch ein bisschen. Ich gehe ja mal ein bisschen runter, nicht, dass das Spiel wieder abstürzt. Wahrscheinlich sehr viele Truppen hier unterwegs. Hier sind auf jeden Fall eine Menge. Und hier oben sind auch noch mal eine Menge. Eieiei, das ruckelt ja ganz schön. Das ist ja gar nicht cool, dass es so rumruckelt hier, der ganze Bums. Hier kommen ein paar... Oh, hier hier steht ein Belagerungsturm. Das könnte es gewesen sein mit dem Saladin. Eine Nachricht von Saladin. Diese Situation scheint wirklich bedenklich. Eine Planänderung könnte vonnöten sein. Ja, das war's, denke ich, mit dem Saladin. Hier ist noch Feuer am Start. Das ihm, denke ich, helfen wird. Und jetzt kommt König Ludwig raus. Aber wir gucken hier erstmal, ob Saladin sich noch verteidigt bekommt. Seine Angreifer kommen wieder rechtzeitig zurück und schafft es sogar noch. Kommt nur, vergeudet das Leben eurer Männer. Ich erwarte euch mit Stahl und Feuer. Und jetzt geht's hier den Inquisitor an den Kragen. Das Feuer schüttet zwar ganz gut aus, aber hier sind überall noch Angreifer und Schwertkämpfer unterwegs. Was natürlich ein bisschen mies ist der kleine Doppelring quasi hier, was ihn wahrscheinlich den Kragen retten wird. Oder wenn das Torhaus hier fällt, dann ist offen. Jetzt ist offen. Ja, das kriegt er noch verteidigt. Der kleine Doppelring hat ihm sozusagen das Leben gerettet. Sind zwar noch ein paar Schwertkämpfer hier verstreut, aber es sollte jetzt nicht mehr gefährlich sein. Aber okay. Aber Saladin war halt schon sehr, 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 sehr knapp am Verlieren. Glücklicherweise hat er hier Feuerwerfer am Start. Und seine Angriffsarmee war rechtzeitig daheim. Und somit konnte er sich dann doch nochmal retten. Worüber ich sehr froh bin. Jetzt müsste bald auch wieder der Wolf rauskommen. Aber es waren schon echt viele Truppen. Also es hat schon ordentlich geruckelt hier. Gucken, Wolf 460 Truppen jetzt fast. Saladin 300, Inquisitor überholt jetzt gleich wieder den König Ludwig. Seine Rekrutierung läuft, denke ich, auch ganz gut. Ja, die
Der bildet ordentlich aus. Na, überholt noch nicht, aber gleich. Jetzt kommt Wolf und er geht auf den König Ludwig. Eieiei. Läuft hier einmal an dem Saladin vorbei, verliert dadurch schon ein paar Angreifer, aber viele sind es natürlich nicht. Und Wolf kommt natürlich sehr frontal auf die Burg hier drauf. Nicht so wie Inquisitor, der hier so leicht schräg ankommt. Ja, Buddelpikiniere kommen hier an. Hier kommen auch die ganzen Schwertkämpfer an. Aber so viele Schwertkämpfer sind es gar nicht. Das ist natürlich... Ja, sind jetzt gar nicht mal so viele. Das Torhaus fällt hier, was natürlich gut ist. Dann kann er das Neue hinsetzen und dann gegen den Angriff vom Inquisitor, falls er auf ihn geht, hier ja mit vollem Leben halt dagegen stellen oder dagegen wirken quasi. Und ja, positiver Angstfaktor regelt hier den ganzen Pfeffer. Wir gehen hier wieder ein bisschen höher und gucken mal, wann der nächste Angriff rauskommt. Bleib jetzt mal in der Übersicht. Also ich zoome jetzt nicht raus, weil ich glaube, das war dann der Knackpunkt, dass das Spiel abgestürzt ist. Hier die Störgeräte vom Wolf zerschießen hier immer den einen Turm. Natürlich gar nicht schön ist. Und dann gucken wir einfach mal, wann hier der nächste Angriff kommt. Gut, ich gehe jetzt doch wieder in die Übersicht. Das ist einfach übersichtlicher. Dann gucken wir einfach mal, dass es vielleicht nicht wieder abstürzt, der ganze Bums. Ich weiß nicht. Wie ihr vielleicht seht, ich kann mich nicht so wirklich entscheiden, welche Ansicht jetzt die bessere wäre. Ich wechsle immer so ein bisschen hin und her. Und ich denke, nachdem Alter, der braucht ja hier ewig, um mal wieder seine Angriffsarmee aufzubauen. Eieiei. Na gut, der musste gerade auch 2 Angriffe. Naja, nee, nicht nicht 2 Angriffe, sondern einen Angriff tanken. Vom Wolfi hier. Und jetzt könnte es sogar sein, dass beide, Inquisitor und Wolf, auf König Ludwig gehen. Leider rennen die ganzen Pferdchen hier immer in den Feuertod rein. Oh Mann. Das ist natürlich gar nicht gut. Kriegen zwar hier so ein bisschen die Burg halt geräumt. Hier vorne und hier so ein bisschen. Oh! Der Wolf brennt. Brennt nicht ab, aber er hat gebrannt. Kurz zumindest. Hier, die Schenke hat gebrannt. Da drüben passiert noch nichts, okay. Ja gut, wenn natürlich der Wolf brennt, dann ist es natürlich eine ganz andere Sache. Ansonsten, viele Schwertkämpfer hat er jetzt nicht mehr. Der Saladin. Kann er wenigstens ein bisschen Gold ansammeln? Ja, wenigstens das. Kann er vielleicht dann wieder gut hochrekrutieren, wenn er dann fertig ist mit seinem Angriff. Und somit sich dann wieder ein bisschen entgegensetzen gegen den Inquisitor. Der müsste ja dann auf den Saladin gehen, weil der ja jetzt schwächer gewertet wird. Und der Angriff läuft hier immer noch. Eieiei. Jetzt zieht er sich zurück. Jo. Der Schwertkämpfer hat's nicht mehr geschafft. Gut, er war ja auch ganz in der Burg drinne und somit war da natürlich sehr, sehr leichtes Fressen für die Armbrustschützen dort. Und wir schauen mal, wann der Inquisitor hier rauskommt. Ich will eigentlich mal den ersten Zeitraffer setzen, aber Inquisitor kommt. Gehen ja mit der Geschwindigkeit runter, ne? Nicht, dass es mir wieder abschmiert, der ganze Bums. Denn der Inquisitor schickt ordentlich Truppen raus auf den Saladin.
Was natürlich so ein bisschen der Vorteil vom Saladin ist, dass hier der Inquisitor einmal an der Burg vom König Ludwig vorbei rennen muss, aber die Mange schießt lieber hier auf die Minen und nicht auf die angreifenden Truppen. Naja, wenigstens eine. Wenigstens eine Mange, die ein bisschen was rausnimmt. Eieiei. Mach mich nicht schwach, Spiel. Mach mich nicht schwach. Das sind viele. Eieiei. Aber Saladin hat 370, 380 Truppen jetzt. Und er verliert hier schon ein paar Angreifer. Hier natürlich der Belagerungsturm, der aber fast kaputt ist. Also sollte er, wenn der hier kaputt gemacht worden ist, nicht mehr gefährlich sein also der Angriff vom Inquisitor quasi, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber der Belagerungsturm bleibt stehen. Jetzt ist er kaputt. Verliert seine Speerkämpfer hier und ein paar Angreifer. 300, ungefähr genauso viele Truppen wie der König Ludwig. Stacken sich jetzt hier alle so ein bisschen klopfen auf die Türme, aber denke ich, sollte jetzt nicht mehr so schlimm sein. Wer kommt als nächstes? Wolf könnte... Oh, Wolf kommt gleich hinterher. Eieiei. Wollte gerade eigentlich den Zeitraffer setzen, aber nee, Wolfi kommt hinterher und möchte hier mitmischen. König Ludwig könnte eigentlich auch mal wieder ausrücken. Aber naja, gut. Wenn er nicht möchte, hier vorne verbrennen ein paar... die Pferdchen auf der Mauer. Ein paar Schwertkämpfer. Hier an der Seite ist jetzt offen. Aber Saladin kriegt sich hier noch ganz gut verteidigt. Ist ja auch zu Hause gewesen mit seiner Angriffsarmee. Und ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen hier jetzt wirklich in den ersten Zeitraffer rein. Mal gucken, wann hier König Ludwig wieder rauskommt. Ist halt ein sehr gemächlicher Typ, aber wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir zu dem nächsten oder mal wieder zu einem Angriff vom König Ludwig dabei. Schauen mal, ob das vielleicht mal was Besseres wird als sonst. Hier, nee, das ist das Angriffsgeschrei vom König Ludwig und der Inquisitor kommt raus. Gibt also ein kleines Ackermatch vor der Burg. Hier wird der Steinbruch angezündet. König Ludwig schickt sehr schön seine eigenen Truppen in den Feuertod quasi. Aber hier hinten sind noch relativ viele Truppen in Anführungsstrichen übrig. Hier aber jetzt gar nicht mal so viel sind. Aber hier, na, Pechkipper hat verschüttet. Auf jeden Fall. Aber die müssen halt hier an dem Torhaus irgendwo mal sich durchbeißen. Und das könnte hier schon wieder... Inquisitor geht auf den Saladin und der Wolf auf den König Ludwig. Eieiei. Und ja, Inquisitor geht mal wieder nicht drauf. Dafür aber... Jemand anders? Alter, das sind so viele. Eieiei. Das sieht schon echt bedrohlich aus. Sehr, sehr bedrohlich sieht das aus. Wie viele Truppen hatten er? Eine Nachricht vom König Ludwig. Meine treuen Soldaten stehen mir bei. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich hier
die Textnachrichten oder die Sprechernachrichten von meinen ganzen KIs überarbeitet. Und ja, das ist jetzt hier, glaube ich, Ende Gelände mit dem König Ludwig. Was natürlich sehr schade ist, denn er hatte eigentlich Potenzial, aber ja, er stellt sich dann halt doch ein wenig trottelig an. Er steht... Ach du Scheiße, stehen ja viele Truppen da. Hier oben steht er. Eine Nachricht vom König Ludwig. Meine treuen Soldaten steht mir bei. Ja gut, na, das ist natürlich... Eine Nachricht vom Wolf. Der Meister hat den Wunsch, die Herrschaft über eure Länder zu übernehmen. Macht euch bereit. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof mit dem König Ludwig hier, dass er jetzt als erstes fällt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte wahrscheinlich der Inquisitor hier eine etwas andere Burg gebaut, der wo nicht der Doppelring so extrem ist, dann wäre er wahrscheinlich als erstes gefallen. Aber somit ist es 2 versus 1 jetzt gegen den Saladin. Und ich denke, wir können uns recht gut ausdenken, wer hier die Nase vorn hat. Denn ja, er wurde ja schon mal fast komplett aus den Leben gerissen, quasi, dass der Inquisitor ihn hier schon fast alleine weggemacht hatte. Und somit, ja, also gut. So ist es nun mal. So ist es nun mal. Einfach. Da kann man nichts machen. Und der arme Saladin muss sich jetzt hier nur noch die restliche Zeit, ja, wie soll ich sagen, zurecht leben. Und wo schießt denn hier die... Hat er keine Balliste? Ne, er hat doch keine... Ach, die Balliste schießt irgendwo anders drauf. Ja, das ist auch gut. Wo schießen die drauf? Anstatt hier mal auf die Balliste drauf zu schießen. Er verliert hier auch ständig seine Außenwirtschaft durch die Raids vom Wolf. Also ist natürlich... ja, nicht so cool, denke ich. Naja. Er kriegt zwar hier schon ordentlich die Horse Archer. Und jetzt laufen sie endlich mal andersrum. Ach, das ist doch mal schön. Jetzt laufen sie mal andersrum. Sonst sind sie immer hier vor in den Feuertod reingerast. Und jetzt rennen sie endlich mal andersrum. Wirklich erfrischend. Wirklich, wirklich erfrischend. Und man sieht, ja, guckt mal an, wie er hier einfach die ganze Burg geräumt bekommt, wenn seine Horse Archer nicht in den Feuertod reinrennen. Jetzt ist hier so ein bisschen das Feuerzeug am Start. Jetzt schickt er seine... Jetzt schickt er zwar seine ganzen Horse Archer hier in den Feuertod, aber gut. Aber man sieht, wenn er funktioniert, dann funktioniert er richtig. Richtig gut. Und dann wäre es wahrscheinlich auch schneller was geworden als so schon. Und ja. Ich weiß nicht, das Video geht jetzt hier schon relativ lang. Aber ich hätte eigentlich Bock, nochmal zu probieren, wenn die zwei die Positionen getauscht haben. Ja, jetzt kommt hier ein Doppelangriff. Das ist natürlich 2 Belagerungstürme rücken vor. Eieiei, wir gehen ja mit der Geschwindigkeit runter, denn es ruckelt schon wieder, was das Zeug hält. Ach du Scheiße. Eieiei. Eieiei. Der Belagerungsturm steht hier einfach im Nichts. Diese Situation scheint wirklich bedenklich. Eine Planänderung könnte vonnöten sein. Die versauen sich hier so ein bisschen, oder? Versauen sie es? Nee? Jetzt haben sie es hingekriegt, oder jetzt hat er es hingekriegt, den Turm hier oder den Belagerungsturm hier wegzumachen. Alter,
Die ganzen Truppen. Och nee. Was machen die denn? Oh, hier oben steht, glaube ich, ja, hier oben steht ein Feuerwerfer. Eieiei. Eieiei. Das sieht gar nicht gut aus. Was ist denn mit Carsten? Ach, hier oben sind ja schon welche oben. Das habe ich gar nicht gecheckt. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Eieiei, komm, mach den Turm hier weg. Dann verbrennen nicht so viele Truppen. Du Scheiße. Das sieht aus. Oh Manu. Oh Manu. Die ganze Burg hier in Schutt und Asche gelegt. Jetzt ist hier Durchbruch. Er hat hier Feuerwerfer am Start, aber obwohl die ganzen Truppen hier schon stark angeknackst sind. Aber ja, das schafft er jetzt auch nicht mehr. Hier oben, oh, der hat auch nur noch ganz wenig Eine Leben. Nachricht von Saladin. Jo. Ihr seid mächtig in der Schlacht. Doch seid ihr auch gerecht? Ich gebe Gebe mich eurer Gnade. Ja, richtig Eine erkannt. Nachricht vom Inquisitor. So, 252.000, okay. 400, was laber ich? 4.000, oh guck mal hier, gar nicht so weit abgeschlagen, der Inquisitor. König Ludwig, ja, der braucht ja ewig, um mal Angriffssachen aufzubauen. Jetzt hier Wolf mit 300 und einem Gebäude, so rum. Ja, Gesundheit, alles live, ne? Alles live. Wir tauschen hier die Positionen und gehen sofort wieder rein. Gehen hier mit die Geschwindigkeit. Weit nach oben. Schauen einfach mal, ob vielleicht jetzt Saladin seine Horse Archer gegen den Inquisitor ein bisschen besser anbringen kann. Wir schauen vor allem mal, was hier für Burgen gebaut werden. Ich glaube vom Inquisitor wieder die gleiche. Hier mit dem Tor und dann nochmal mit so einem kleinen Tor. Hier vom Wolf. Weiß ich gerade gar nicht, was hier gebaut wird. Ich glaube aber eine andere Burg als vorher, oder? Hier? Ne, ich glaube, das ist dieselbe. Das ist, glaube ich, dieselbe. Ja, hier kommen dann die Triebhöcke hin und dann ist dann dort der Wackelig wie ein Kartenhaus. der Feuergraben quasi. Hier Wackelig wie ein Kartenhaus. der Belagerungsturm, okay, gut. Wenn er jetzt hier seine Horse Archer so gut ausbilden kann wie in dem letzten Game, dann denke ich, kommt er hier schon schneller voran. Ich würde jetzt einfach mal jetzt schon in den Speed-Up gehen und einfach so lange warten, bis hier das Late oder das Early Game überstanden ist, weil ja, die Angriffe machen halt jetzt nichts, ne? Also, bis gleich. So, wir gucken uns jetzt einfach mal beispielshalber den Angriff vom Saladin an im Schnelldurchlauf. Auf jeden Fall kriegt er seine Horse Archer hier schon besser drumherum geschickt. Aber ja, er hatte natürlich weniger Schwertkämpfer am Start. Und die Wirtschaft hier oben vom Inquisitor ist aber auch sehr am brach liegen. Jetzt kommt ja auch gerade der König Ludwig raus. Lässt sich vielleicht ein bisschen auskontern vom Wolf. Oder so. Nee, beide gehen hier auf den Saladin, den armen Fratz. Natürlich für ihn ganz schön bitter ist, jetzt schon wieder bei 2 Angriffe getankt tanken zu müssen. Eine Nachricht von Saladin. Eieiei. Diese Situation scheint wirklich bedenklich. Eine Planänderung könnte vonnöten sein. Eieiei. Das sieht natürlich wieder gar nicht gut aus hier.
Eine Nachricht Und er von fällt. Saladin. Ihr seid mächtig in der Schlacht. Doch seid ihr auch gerecht? Ich ergebe mich eurer Gnade. Wahrscheinlich hier durch das Torhaus Eine sind sie Nachricht vom gekommen. Inquisitor. Die Ketzer in diesen Ländern wird kein Schuldgeständnis retten. Ich werde ihnen kein Büßerkreuz vergönnen. Und nicht eher ruhen, als dass auch die letzte, verlorene Seele dem Feuertod übergeben wurde. Ja. Ja gut, alles klar. Also vielleicht eine verkehrte Burg. Naja, was heißt verkehrte Burg? Aber etwas, ja, doofe Burg gebaut. Dadurch das große Torhaus hier an der Seite war und dann, ja, die größte Schwachstelle dargestellt hatte. Schwachstelle? Spreche ich das gerade richtig aus? Klingt gerade in meinem Kopf so falsch. Ja gut, das sollte also jetzt hier eindeutig sein, wie das ausgeht. Mal wieder. Man sieht einfach, dass hier die beiden schon ein sehr gutes Team sind. Und ja, die schon sehr gut harmonieren. Vielleicht auch hier wegen der Burg vom König Ludwig. Die gehört nun mal einfach, ne? Also wenn er meine anderen Burgen anschaut, Burg 6 oder 7, die sind natürlich ein komplett anderes Brett, vor allem vorne rum. Da hat er ja mächtig viel mehr an Geräten oben auf den Türmen drauf und ja, hat gerade mal 173 Truppen. Ist hier auch nicht ganz glimpflich davon gekommen mit den Raids vom Wolf. Und somit dürfte das dann hier... Hä? Ach, ich wollte gerade sagen, was ist denn hier? Gut, na, das denke ich, sollte jetzt Eine hier... Nachricht vom König Ludwig. Meine treuen Soldaten, steht mir bei! Sollte das hier trotzdem dann schon eindeutig sein, verliert jetzt hier seine ganzen Schwertkämpfer. Die europäischen Schwertkämpfer vom Inquisitor laufen zwar auch ein komisches Zeug zusammen, aber direkt im Nachhinein kommt der Wolf, entschuldigt mich außerdem, dass die Nachricht hier vom König Ludwig nicht ganz gepasst hatte. Hab das ja hier so ein bisschen im Schnittprogramm dann noch überarbeitet, aber ja, das werde ich wohl nochmal anpassen werden, aber kriegt er sich hier echt nochmal verteidigt? Nee. Das glaube ich nicht. Eine Steht er da Nachricht vom oben? König Ludwig. Meine treuen Soldaten, steht mir bei! Ja gut, man sieht, denke ich, was das Team Eine hier Nachricht einfach vom kann. Wolf. Und ja, schade, dass es jetzt ein 2:0 geworden ist. Aber Wolf ist halt einfach ein Brett für sich. Ach, guckt mal, noch weniger Truppen auseinander. Und diesmal hat auch sogar König Ludwig hier die mehr Truppen als Saladin ausgebildet. Naja, gut. Ich denke jetzt, das Video geht lang genug. Na, es waren jetzt 2 Kämpfe. Der zweite war jetzt ein bisschen kürzer als der erste. Aber ich denke, das war auch schon ganz anschaulich. Und ja, ich würde einfach mal sagen, dass es mich trotzdem ein bisschen traurig macht, dass hier die beiden so untergegangen sind, aber naja, gut. So ist es nun mal, ne? Irgendeine Seite muss halt verlieren. Anders geht's nicht. Ansonsten, ja, würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video und mit dem KI-Kampf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Verzeiht mir bitte, dass es halt hier in der Version mit dem König Ludwig und dem sein Gequatsche halt noch so ein bisschen, ja, fehlerbehaftet ist.
Aber ja, ich habe zumindest erstmal so versucht, den Sprecher, den Ansagesprecher, also eine Nachricht hier von bla bla bla, zu ordentlich halt zu machen, dass das halt gut klingt. Könnt ihr ja mal auch in die Kommentare schreiben, ob das vielleicht noch irgendwie anders zu machen ist oder auch nicht. Ne? Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst sehr gerne eine Bewertung da. Lasst auch sehr gerne ein Abo da, denn es sind immer noch relativ viele Leute, die ohne Abo hier meine Videos gucken. Ist natürlich nicht schlimm, ne? Ist ja jedem freigestellt, aber es würde mir natürlich sehr, sehr helfen. Ja, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, haltet die Ohren steif und tschüssi!